Nach meinem Spotreport von der Nachbarinsel Boa Vista und dem Spotguide am Kite Beach hier auf Saal, heute ein Bericht zum Hauptstrand von Santa Maria, nämlich dem Abschnitt Pontasino. Wir haben Mitte Dezember und der Passatwind hat hier eingesetzt. Mit 6,5 Stunden Flugzeit sind wir an einem der zuverlässigsten Windspots im Winterhalbjahr. Aber schauen wir uns die Insel erstmal in der Übersicht an. Mitten im Atlantik, nochmal 1500 Kilometer südlich von den Kanaren, befindet sich die Inselgruppe der Kapverden. Diese 10 Inseln sind völlig unterschiedlich in ihrer Vegetation. Für uns Windsüchtige sind nur die beiden westlichen, Boa Vista und Saal, interessant. Obwohl die beiden Inseln nur 20 Kilometer auseinander liegen, gibt es keine Fähr- oder Bootsverbindung. Der Flughafen liegt nur 15 bis 20 Minuten mit dem Auto zum touristischen wichtigen Städtchen Santa Maria entfernt. Unsere Surfspots befinden sich alle im Süden der Insel. Beschreiben möchte ich Santa Maria am besten mit Anjas Worten, die lauten: Der Ort hat einen morbiden Charme und alles, was man für einen schönen Aufenthalt braucht. Unterkünfte gibt es hier in allen Preiskategorien. Wir selbst waren direkt am Pontasino im Robinson Club. Von hier aus geht es zu den 3 besten Surfspots. Die Kosten fürs Taxi habe ich euch mal mit aufgeschrieben. In der Bucht gibt es noch einen kleinen Windsurfstrand namens Ponta Lema. Und jetzt schauen wir uns die Bucht mal genauer an. Fahren kann hier jeder, den es auf dem Wasser trägt. Und das Ganze auf einer riesigen Wasserfläche. Von den Windbedingungen her gibt es nur wenig zu erklären, denn der Passatwind kommt konsequent aus Nordost. Hier ein paar kleine Anhaltspunkte zum Thema Verleih und Schulen. Ganz im Westen der Bucht die Duotonstation. Circa 300 Meter weiter der Iron Club mit der ersten von 2 Stationen. Im Ort findet man noch weitere Anbieter, wie zum Beispiel Surfzone Beachside, Kite Verde und Santa Kite. Oder Kite Tonic und Saal Kite and Surf. Und ganz im Osten am Ponta Lema die zweite Iron-Station und eine Station des Windsurf-Weltmeisters Josh Angulo. Die weite Bucht mit dem breiten, feinsandigen Strand ist wirklich top. Hier findet man nicht nur als Wassersportler ein schönes Plätzchen. Nein, die ganze Familie hat die Möglichkeit, sich dem Beach-Feeling hinzugeben. Darüber hinaus werden entlang der Promenade Ausflüge für windfreie Tage angeboten. Das Fahnenschwingen bedeutet, dass es jetzt losgeht und ich euch mit aufs Wasser nehme. Die aktuellen Bedingungen sind Flut und wenig Shorebreak. Der kann auch mal echt groß und übel werden. Hier bieten einige Stationen sogar an, das Material über die Wellen zu bringen und man startet selbst etwas weiter draußen auf dem Wasser. An den Tagen, an denen ich hier war, hatte ich einen 12er und 14er Kite am Start. Auch wenn der Spot Side bis Side Offshore ist und nur wenig Stehbereich hat, bietet er mit dem Jetski und Rescue Service der Stationen ein ideales Anfängerrevier. Anja hier vor mir mit dem Wing lernt gerade das Foilen. Ich zeichne die Fahrt einfach mal mit meinem Trecker auf, damit ihr seht, in welche Ausrichtung man hier gewöhnlich fährt. Durch das der Wind, wenn er reinkommt, erstmal über Santa Maria bläst, kann es schon ein bisschen ruppiger werden. Ansonsten ist das Meer ein bisschen, ich würde sagen, choppy und man findet nicht oft den idealen Absprung in den Wellen. Was die Windstatistik angeht, befinden wir uns im Winter Wonderland. Denn eine so hohe Windausbeute haben sonst nur Spots, die weit in Übersee liegen. Hier kann man von Mitte Dezember bis Mai richtig viel Spaß auf dem Wasser haben. Da ich auch zum Thema Neopren-Anzugwahl einen kleinen Erfahrungsbericht auf meinem Kanal habe, kommen wir zu den Temperaturen. Zum Teil bin ich auch hier nur mit der Boardshort gefahren. So schön warm war die Luft und das Wasser.
Anja wiederum hat nur ihren 4-3er Langanzug angehabt. Sie hat aber auch mit dem Wingfoilen angefangen und lag anfängerbedingt öfter mal im Wasser. Hier nochmal ein paar Tipps und Infos zur Insel Sall. Die anderen Spots von hier findet ihr ebenso auf meinem Kanal. Ach ja, und wenn mal kein Wind ist, kann man ja einen Tagesausflug machen. Schön über die Totale zu sehen, wie es in der Bucht so zugeht. Hier hat jeder genug Platz und man sieht, wie der Wind über das Wasser bläst. So, nach 10 Kilometer und 34 Minuten Fahrt endet hier mein Spot Report. Wie immer kostenlos, aber nicht umsonst, denn auf meinem Kanal findest du alle Infos wie immer kompakt verpackt. Wenn euch mein Spot Report gefallen hat, teilt ihn einfach mit euren Freunden. Wenn ihr Wünsche bezüglich Spot-Berichte habt, schreibt sie mir einfach in die Kommentarfunktion. Bis zum nächsten Spot Report.